und schön, dass du heute wieder hier bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich fast jeder Mensch kennt. Unsicherheiten. Ich glaube, jeder von uns hat Dinge, bei denen er sich manchmal unsicher fühlt. Vielleicht geht es um etwas, das wir nicht besonders gut können. Vielleicht um unsere Arbeit, unsere Persönlichkeit oder vielleicht um unser Aussehen. Und ich glaube, gerade heute ist es manchmal besonders schwierig, weil wir ständig sehen, wie andere Menschen aussehen, was sie können und was sie erreicht haben. Auf Social Media wird uns jeden Tag gezeigt, was angeblich schön ist. Wie ein Körper aussehen sollte, wie erfolgreich man in einem bestimmten Alter sein sollte oder wie viel Geld man verdienen sollte, welche Kleidung schön ist, wie man sprechen sollte und wie man sich verhalten sollte. Und wenn man das ständig sieht, kann schnell das Gefühl entstehen, bin ich eigentlich genug? Ich glaube aber, viele unserer Unsicherheiten entstehen nicht einmal von alleine. Manchmal gibt es etwas an uns, über das wir vorher überhaupt nicht nachgedacht haben. Und dann sagt plötzlich jemand etwas darüber. Vielleicht als Witz, vielleicht als Kritik oder vielleicht sogar ganz nebenbei. Und auf einmal denken wir, Moment, stimmt das? Vielleicht erwähnt irgendwann noch eine zweite Person dasselbe. Und plötzlich wird das etwas, über das wir früher nie nachgedacht haben, eine Unsicherheit. Das finde ich eigentlich ziemlich verrückt. Denn bevor andere Menschen uns darauf aufmerksam gemacht haben, war dieses Thema vielleicht überhaupt kein Problem für uns. Aber sobald wir anfangen, diese Aussagen zu glauben, verändert sich unsere Wahrnehmung. Wir sehen uns plötzlich durch die Augen dieser anderen Menschen. Und was ich besonders interessant finde, wir können 100 nette Dinge hören und trotzdem erinnern wir uns Jahre später noch an diesen einen negativen Kommentar. Vielleicht sagen 10 Menschen, oh, ich mag deine Stimme. Und eine Person sagt, deine Stimme ist komisch. Und worüber denken wir am Abend nach? Natürlich über die eine Person. Aber warum machen wir das eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich kenne es sehr gut. Eine meiner eigenen Unsicherheiten ist zum Beispiel meine Stimme. Ähm, Mir wurde mehrmals gesagt, dass ich eine eher tiefe Stimme habe. Und es gab auch Kommentare darüber, dass eine tiefere Frauenstimme angeblich nicht dem typischen Schönheitsideal entspricht. Manche Kommentare waren harmloser, andere waren verletzender. Aber was für mich besonders schwierig war, einige dieser Aussagen kamen von Menschen, die mir sehr nahe standen. Und ich glaube, genau deshalb haben sie mich so stark getroffen. Wenn irgendeine fremde Person im Internet etwas Gemeines sagt, kann man vielleicht noch denken, ja, okay, diese Person kennt mich ja überhaupt nicht. Aber wenn etwas von einem Menschen kommt, dessen Meinung einem wichtig ist, dann geht es manchmal viel tiefer. Und genau das ist bei mir passiert. Ich begann plötzlich viel mehr über meine Stimme nachzudenken. Ist sie wirklich zu tief?
Klingt sie unangenehm? Klingen andere Frauen schöner? Sollte ich anders sprechen? Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich meine eigene Stimme gar nicht mehr neutral hören konnte. Als ich dann Cozy German angefangen habe, war das für mich tatsächlich ziemlich beängstigend. Denn wenn man darüber nachdenkt, ich habe einen Kanal erstellt, bei dem genau das, worüber ich unsicher bin, im Mittelpunkt steht. Meine Stimme. Ich kann sie nicht verstecken und sie ist das, was ihr jetzt gerade hört. Egal ob beim Gaming, bei einem Podcast oder bei einem ruhigen Listening-Video. Und am Anfang dachte ein Teil von mir wirklich, vielleicht sollte ich das lieber nicht machen. Ich hatte Angst davor, was andere Menschen darüber denken könnten. Aber gleichzeitig dachte ich, vielleicht ist genau das eine gute Übung für mich. Vielleicht muss ich meine Stimme nicht verstecken. Vielleicht muss ich lernen, sie wieder zu hören, ohne sie sofort zu bewerten. Ihr kennt das bestimmt. Man schickt jemandem eine Sprachnachricht und dann hört man sie selbst noch einmal an. Und plötzlich denkt man, oh Gott, klinge ich wirklich so? Warum klingt die eigene Stimme in unserem Kopf immer ganz anders? Und dann hört man sich selbst aufgenommen und fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch. Zumindest geht es mir so. Oder besser gesagt, es ging mir sehr stark so. Denn seit ich diesen Kanal habe, musste ich meine eigene Stimme wahrscheinlich öfter hören als in meinem ganzen Leben davor. Ich muss meine Videos schneiden, ich muss das Audio bearbeiten, ich muss Stellen immer wieder anhören. Manchmal höre ich denselben Satz 5 oder 10 Mal. Ich kann meiner Stimme also überhaupt nicht mehr entkommen. Und interessanterweise hat genau das langsam etwas verändert. Nicht plötzlich. Nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und dachte, wow, ich liebe meine Stimme. Aber Stück für Stück. Manchmal höre ich mittlerweile eine Aufnahme und denke, jo, eigentlich klingt sie doch ganz okay. Oder eigentlich passt diese Stimme zu mir. Und das ist für mich schon ein großer Unterschied. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, mit Unsicherheiten umzugehen. Nicht immer vor ihnen wegzulaufen. Natürlich bedeutet es nicht, dass man sich absichtlich ständig in Situationen bringen muss, in denen man sich schlecht fühlt. Aber manchmal hilft es, etwas Schritt für Schritt normaler werden zu lassen. Wenn du zum Beispiel deine Stimme nicht magst, vielleicht hörst du sie ganz bewusst einmal an, ohne sofort zu sagen, oh, das klingt schrecklich. Vielleicht hörst du einfach nur zu, neutral. Und vielleicht suchst du sogar eine Sache, die du daran magst. Vielleicht klingt sie warm, vielleicht ruhig, vielleicht freundlich, vielleicht stark. Eine andere Sache, die mir hilft, ist zu fragen, von wem kommt diese Meinung eigentlich? Denn nur weil jemand etwas über mich sagt, bedeutet das nicht automatisch, dass es wahr ist. Eine Meinung ist keine Tatsache. Wenn jemand sagt, du bist nicht intelligent, was bedeutet das eigentlich? Wer entscheidet das? Nach welchem Maßstab? Vielleicht bist du nicht besonders gut in Mathematik, aber vielleicht kannst du wunderbar mit Menschen umgehen. Vielleicht sprichst du mehrere Sprachen. Vielleicht bist du kreativ. Vielleicht kannst du Probleme lösen, die andere Menschen überhaupt nicht sehen.
Ein einzelner Satz kann niemals deine ganze Person definieren. Und manchmal hilft es auch, bewusst nach Gegenbeweisen zu suchen. Wenn dein Kopf sagt, ich kann das nicht, frag dich, stimmt das wirklich? Gab es vielleicht schon Situationen, in denen du es geschafft hast? Wenn du denkst, niemand mag diese Seite an mir, stimmt das wirklich? Oder gab es vielleicht zwei Menschen, die etwas Negatives gesagt haben, während 10 andere überhaupt kein Problem damit hatten? Wir behandeln negative Aussagen manchmal so, als wären sie die Mehrheit, obwohl sie das vielleicht überhaupt nicht sind. Was ich auch wichtig finde, du musst eine Unsicherheit nicht sofort lieben. Man hört oft, liebe alles an dir. Ja, das klingt natürlich schön, aber manchmal ist das ein sehr großer Schritt. Vielleicht ist es am Anfang schon genug, wenn du aufhörst, etwas an dir zu hassen. Vielleicht musst du nicht sofort denken, meine Stimme ist wunderschön. Vielleicht reicht zuerst, das ist meine Stimme. Oder mit dieser Stimme spreche ich mit Menschen, die ich liebe. Mit dieser Stimme kann ich jemanden zum Lachen bringen. Mit dieser Stimme kann ich jemandem etwas erklären. Mit dieser Stimme kann ich vielleicht sogar jemandem ein bisschen Komfort geben. Und plötzlich ist die Stimme nicht mehr nur zu tief. Sie ist viel mehr als das. Vielleicht gilt das auch für viele andere Unsicherheiten. Wir reduzieren uns manchmal auf ein einziges Detail. Unsere Nase, unsere Größe, unser Gewicht, unsere Stimme, eine Fähigkeit, die wir nicht haben, eine Prüfung, die wir nicht bestanden haben. Aber wir sind doch viel mehr als eine einzige Sache. Und etwas, das du an dir nicht magst, kann etwas sein, das ein anderer Mensch wunderschön findet. Etwas, das du gerne verändern würdest, kann genau das sein, woran sich jemand anderes später liebevoll an dich erinnert. Eine unserer Unsicherheiten kann der Wunsch eines anderen Menschen sein. Das finde ich einen schönen Gedanken. Und wenn du also gerade etwas an dir hast, bei dem du dich unsicher fühlst, dann möchte ich dir einfach sagen, gib nicht jeder Meinung über dich dieselbe Bedeutung. Nicht jede Stimme verdient einen Platz in deinem Kopf. Und vor allem, die Meinung eines anderen Menschen entscheidet nicht über deinen Wert. Du darfst traurig sein, wenn ein Kommentar dich verletzt. Klar, du darfst enttäuscht sein. Du musst nicht so tun, als wäre dir alles egal. Aber irgendwann kannst du anfangen zu entscheiden, möchte ich wirklich, dass diese Person bestimmt, wie ich mich selbst sehe? Vielleicht lautet die Antwort irgendwann, nein. Ich arbeite selbst noch daran. Ich kann euch also nicht sagen, mach diese 3 Dinge und morgen bist du nie wieder unsicher. So funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wir können langsam lernen, freundlicher mit uns selbst zu sprechen und vielleicht irgendwann unsere eigene Meinung ein bisschen lauter werden zu lassen als die Stimmen von anderen. Ich versuche das gerade mit meiner Stimme. Und vielleicht gibt es etwas, bei dem du es auch versuchen kannst. Du bist mehr als eine Unsicherheit, mehr als ein Kommentar, mehr als das Schönheitsideal von irgendeinem Social-Media-Trend. Du musst nicht erst jemand anderes werden, um genug zu sein. Vergiss das nicht. Danke, dass du heute zugehört hast.
Und wir hören uns bald wieder. Stay cozy. Tschüss.